Hallo, willkommen am 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Silberpreisverdopplung wegen Solarboom in den kommenden Monaten. Disclaimer. Silberpreisverdopplung wegen Solarboom in den kommenden Monaten. JC, der Blogger, schreibt, The media is starting to catch on. The impending silver shortage driven by the explosion is solar installation and rising AG content in each panel will soon be a top team for institution driving pricing substantially higher. Ja, also zum Beispiel seit den 1950er Jahren lagen die weltweiten Lagerbestände noch bei 10 Milliarden Unzen Silber. Das entsprach knapp dem 13-fachen der Minenproduktion von 2011. Diese Lagerbestände wurden seitdem sukzessive zur Schließung von Angebotsdefiziten und zur Marktpflege abgebaut. Inzwischen dürfen sie nur noch circa 1 Milliarde Unzen betragen. Bricht die Silberpreisdrückung des Kartells durch die eigene Agenda des Systems, in dem es den Solarstrom zur Rettung des Klimas befeuert. Chinas Solarbranche boomt und kauft offenbar sehr viel Silber, um die Nachfrage nach Solarpanelen zu decken. Die einzige Möglichkeit, den Druck rauszunehmen und die physische Nachfrage zu verlangsamen, wird ein Preisanstieg von Silber. Dabei braucht es vorerst nur eine Verdopplung zu sein. Wer profitiert am meisten davon? Gold- und Silberminenaktien. Natürlich kann man auch Silber substituieren. Es wird eben häufig jetzt auch mit Kupfer gemacht. Dennoch, der Grund ist für die hohe Silbernachfrage ist eben noch der relativ günstigste Preis, der günstige Preis von Silber eben durch diese Manipulation. Und dadurch wird im Prinzip dieses subventionierte Metall von der Industrie, die braucht sich nicht umstellen und schluckt halt jede subventionierte Unze auf. Ja, gleichzeitig muss eben das Silber immer noch genutzt werden wie zur Preismanipulation, eben, dass es eben unten bleiben wird. Das heißt, Silber geht für alle oberirdischen Ressourcen, geförderten Ressourcen, verschwinden sozusagen. Hier auch noch eine Studie der Universität New South Wales prognostiziert, dass der Solarsektor bis 2050 58 und 98% der weltweiten Silberreserven aufbrauchen könnte. Die Zelle verbrauchte Silbermengen werden steigen und es könnte 5 bis 10 Jahre dauern, bis die Reserven wieder auf den heutigen Stand gebracht werden. So Brett Hallam, einer der Autoren der Studie. Ja, solange die Preise so billig sind, wird sich die Industrie nicht unbedingt umstellen. Wenn nachher Silber dauerhaft teuer wird, wenn es in Richtung $50 geht, dann wird man sicherlich Alternativen suchen. Aber das wird ja dann genau diese Alternative dann auch auslösen. Aber erst einmal kann man nur, um an genügend Silberware zu bekommen, wo die Reserven immer niedriger werden. Wie gesagt, ich hatte ja gerade gesagt, seit 1950 von 10 Milliarden auf 1 Milliarde Unze abgesunken. Das Sinken geht weiter. Nicht zuletzt wegen dieser Produktion von Solarpanelen und Ähnlichen. Aber ich meine auch überall in der Militärtechnik steckt Silberunzen drin und überall wird aufgerüstet, wird Hightech gebaut. Das heißt, das Silber verschwindet viel, viel schneller. Und das muss früher oder später zu einem Anstieg des Silberpreises und wiederum auch die Produzenten, die haben ja auch kein Silber mehr zur Nachfrage eben nach Silber aus den Explorationsgebieten, Explorationsunternehmen führen. Das heißt, wir haben ein sehr bullisches Szenario für Silber. Und man wird sicherlich eine Verdopplung zulassen. Und das reicht eben auch für unsere Gold- und Silberaktien, Mania, Rallye, die dann überproportional stattfindet. Und das ist ja das Sonderphänomen, das keiner versteht, dass im Verhältnis zum Silberpreis eben die Gold- und Silberaktien extremst runtergedrückt werden. Dabei braucht man ja das ganze Silber und müsste eigentlich mehr investieren. Aber ich denke mal, das wird sukzessive abgebaut und das ist eben auch eine der größten Chancen. Sozusagen könnte sagen, das ist quasi dieser Silberverbrauch, ist quasi einer der Zünder, der die Silberpreiseruption
hochgehen lässt. Und das Kartell hat dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten, das entweder eine Stufe höher dann wieder einzubauen, sage ich mal bei 40, $50, um nicht einen unkontrollierten Anstieg des Silberpreises zu provozieren. Wenn das nämlich unkontrolliert geht, dann erreicht Silber sofort Mondpreise und das hat dann eben die Chance, das gesamte Finanzsystem umzureißen. Deswegen gehen wir davon aus, dass sie jetzt zulassen werden, dass Silber sich verdoppelt, vielleicht etwas mehr als verdoppelt. Ja, hier ein Goldprojektgenerator und Silberprojektgenerator mit gutem Explorationsgebiet, einem sicheren Rechtsgebiet, da habe ich schon mehrere Male darüber berichtet. Ich will hier einfach vor allem nur aufzeigen, mir gefällt das Unternehmen, das bricht weiter charttechnisch aus, geht ständig zu und es hat eben sehr, 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 sehr große Silberwerte auch, hier 36.865 Gramm pro Tonne, 67,6% Kupfer. Silber 33% und Zink 29%. Also da ist fast der ganze Block, Gesteinsblock sozusagen aus Metall. Ziemlich unglaublich. Und sowas könnte natürlich in einer Rallye dann auch genauer beobachtet werden. Das Unternehmen bricht da jetzt schon aus. Das finde ich interessant, ist natürlich hohes Risiko, handelt sich um Explorationsunternehmen, aber auch eben berühmte Geologen sind damit bei, beispielsweise hier auch Crescat Capital ist investiert, wie gesagt, der Geologe Quentin Hinning ist dabei. Also das ist sehr interessant. Die liegen im sogenannten goldenen Dreieck mit ihren drei Projekten, dem Midas-Projekt, Empire-Projekt und das Golden Standard-Projekt im Goldstar-Gebiet. Überall hochgradige Werte, auch das Goldsystem mit 55,8 Gramm pro Tonne. Also das ist meiner Meinung nach ein Unternehmen, das einen Ausbau brennt. Und warum investieren wir in sowas? Wir hoffen natürlich, wenn jetzt Silber Richtung 30 geht, $40, dass diese extreme Unterbewertung rasant abgebaut wird, dass das Unternehmen dann möglicherweise oder das Chart die Bewertung in Richtung $1 steigt und wenn dann der Markt richtig heiß läuft, dann auch den Mehrdollarbereich. Das ist eine ganz, ganz ungeheure Chance. Sie sehen, wo diese Aktie gestartet hat sich mindestens seit Februar auch schon jetzt verdoppelt und hat nicht mit runter korrigiert wie viele andere Aktien. Das spricht möglicherweise eben für die guten Investoren, die haben, die guten Projekte, das extrem hochgradige Gold und Silber. Nichtsdestoweniger, das ist eine von der Risikoklasse hohes Risiko. Ähm, aber man sollte sich die auf alle Fälle mal ansehen. Wie gesagt, das ist ja auch keine Kaufempfehlung, wie immer. Ja, nochmal generell zu Gold. Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von $2.000 auf $8.500 steigen. Vielleicht tut es das. Damals 78, wo es dann hier losging, stieg dann Gold innerhalb von einem Jahr im Wesentlichen 1979 von $200 auf $850. Das würde analog entsprechen eben $2.000, $8.500. Aber erst nachdem, sage ich mal, die meisten Investoren selbstverständlich wieder rausgeschüttelt worden sind. Sage ich mal, diese Korrektur dürfte viele auf den falschen Fuß erwischt haben und dürfte sie abgehalten haben, weiter im Gold- und Silberbereich oder geschweige denn Gold- und Silberaktienbereich zu investieren. Eine ähnliche Situation haben wir auch. Es sind irgendwie Verwirrspiele draußen. Die meisten Leute glauben, Gold und Silber steigt nicht und so weiter. Aber der Druck ist so ungeheuer aufgebaut, da hat man, es kommt dazu Veränderungen. Und die werden möglicherweise durch den Anstieg von Silber ausgelöst. Sie sind möglicherweise dann nicht so epochal oder nicht so stark energetisch, wie man sich das erwünscht, sondern es ist vielleicht nur ein moderater Anstieg eben auf eben Silber $42, Gold 2.300, 2.400. Das wird eigentlich komplett an den anderen Leuten überhaupt vorbeigehen. Wie gesagt, das ist im Prinzip insofern positiv. Wir haben möglicherweise in dieser Phase haben wir auch kein systemisches Risiko. Das würde eben bedeuten, dass wir diese Goldaktiengewinne dann tatsächlich realisieren können. Also es dauert eben doch länger, bis Gold und Silber seine Maximalspitzen erreicht, als man so denkt. Nichtsdestoweniger ist es natürlich nicht auszuschließen, dass wir eine derartige parabolische Entwicklung wie hier 1979 haben.
Darauf wollte ich nur hinweisen, jetzt in dem Zusammenhang. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Wir denken eben der moderate Anstieg auf Gold 2300 und Silber eben Richtung 40 bis 50. Solche Rallyes führen dann zu teilweise einem Anstieg dieser Pennygold-Aktien, hier von 2 Cent auf 36 Cent im Beispiel. Das ist unglaublich innerhalb vom halben Jahr und das ist eben das, was solche Rallye mit solchen Penny Stocks-Aktien macht. Ja, die sind immer noch extrem unterbewertet, die Goldaktien gegenüber Gold. Auf der rechten Seite das ist jetzt 96 im Bärenmarkt, erst jetzt den Boden gefunden. Statisten meinen eben mit dem grünen Pfeil, dass wenn es da eine Veränderung gibt, die das brachial ausbrechen kann und das ist natürlich extrem attraktiv für diese Penny-Goldaktien auf alle Fälle. Ähm, Dann haben wir noch ein Bewertungsgap, das kommt nochmal on top. Äh, Junior-Aktien, Senior-Aktien und diese Junior-Aktien sind sehr unterbewertet, aber das Jahr 2002 zeigt auch, wenn das Ganze in Fahrt kommt, kann diese Unterbewertung auch ganz schnell auch wiederum in wenigen Monaten abgebaut werden. Das ist das unheimlich Lukrative an dieser Geschichte. Ja, wie hat man 1970 Goldbullenmarkt optimal gespielt? Eigentlich ganz leichter. Also stresslos gespielt. Mag sein, dass es Trader etc. überall ihre Chancen sehen, aber das ist jetzt wirklich das langfristige und passive Investieren, sondern eigentlich nur sich an den verschiedenen Ereignissen, die versuchen zu studieren, maximal zu partizipieren, einmal raus, einmal kaufen, verkaufen und sich im Prinzip nicht drum kümmern. Das ist die Maßgabe. Und das Beste wäre eben auch gewesen, in den 1970er Jahren im Vorfeld eben Gold- und Silberaktien zu sammeln, auch Rückgänge, zum Beispiel den Rückgang von 1974, 75, also wo Gold von $200 auf $100 gewesen, auszusitzen, weiterzukaufen und so weiter und so weiter. Dann irgendwann kommt diese Eruption hier, so, und Sie sehen, wie dann Goldaktien darauf reagieren können. Da geht es innerhalb von wenigen Wochen hoch auf absolute Extremstwerte. Und das denken wir, dass ja mehr oder weniger bevorsteht. Also damals wäre es dann eben richtig gewesen, zum Beispiel $50 zu investieren in den 1970er Jahren. Das hätte sich dann vielleicht verhundertfacht mit Blick eben auf diese parabolische Entwicklung von 1980. Und dann mit dem Geld, das hätte man dann schlicht und einfach die Assetklasse wechseln sollen. Also aus dem Goldbereich raus. Immer wenn es hoch ist, ist der Boom eigentlich auch vorbei. Normale Standardaktien sind interessant. So eben war Berkshire Hathaways Fonds 1980 interessant, der dann von 1980 bis zum Jahr 2000 dann um 228-fache gestiegen ist. Also das heißt, aus $50 in Goldaktien reinvestiert in Berkshire Hathaway hätte man bis 1999 eine Million gemacht. Wie gesagt, ist der Blick zurück. Der soll einfach nur uns sozusagen aufmerksam machen, was vielleicht in der Zukunft vor uns liegt und wie man sich optimal darauf einstellt. Ereignis 2, Ereignis 3, ja, ab irgendeinem Punkt sind Goldaktien teuer. Sie können verstaatlicht werden von den minenproduzierenden Ländern. Das eigene Bankensystem auch Systeme. Also auch da muss man raus, dass man aus Digitalwerten rausgeht und physisches Gold und Silber sammelt und andere Sachwerte quasi selbst eine Bank werden. Ich glaube, das muss hier diesen Zusammenhang jeder werden. Dann eben auch nochmal die Implosionspreise 1980, das sehen Sie an dem Chart, konnte man für eine Unze Gold einen Dow erreichen. Und die Chartisten meinen sogar an, dass es hier sogar nochmal runtergeht. Für eine Unze zwei Dow, drei Dow kriegen könnte. Ist denkbar. 1980 konnte man dann auch am Höhepunkt des Silberbooms für 500 Unzen Silber, sprich 25 ja, 25.000 Dollar des Jahres 1980 konnte man eben ein Haus kaufen. Und eben, das gilt ja dann natürlich auch für diese Situation, die wir vor uns haben. Das heißt, die Häuser etc., Standardhäuser dürften noch weiter fallen, zum Beispiel gegenüber Silber. Und man kriegt vielleicht am Maximalpunkt von Silber für unglaubliche 200 bis 300 Unzen einen Standard raus. Das sollte man sich bewusst machen, dass für alles die richtige Zeit gibt und für Immobilien die Zeit meiner Meinung, die
die kommt erst noch. Da sollte man sich auch vorbereiten, dass man da auch dementsprechend dann zuschlagen kann. Ja, also man muss im Grunde genommen die Ereignisse also die Gewinne aus den Ereignissen multiplizieren, nehmt jetzt eben diesen Goldaktien, Gold ran, äh, so viel Unzen Gold und Silberunzen wie möglich produzieren, die außerhalb des Bankensystems haben. Ab irgendeinem Punkt wird irgendwann ein ökonomischer Tiefpunkt kommt oder ein Goldmaximalpunkt. Dann muss man das reinvestieren und das ist damit schematisch gemeint, also $200 in Goldaktien. Man kann das eben verschiedene Goldaktien machen, ich nenne das Ereignisketten, verschiedene Ereignisketten aufsetzen. Diese Aktie bringt es dann vielleicht ins 25-fache. Wir kaufen davon mehr Gold und Silber, aber noch nicht zum Maximalpreis. Wir kaufen eben Gold und Silber zum Beispiel $2.500 oder Silber 40 irgendwie und können noch eine Zunahme der Kaufkraft erwarten. Warum tun wir das? Weil dann Goldaktien haben in der Frühphase haben sie ihre Unterbewertung abgebaut und können nur noch synchron, wenn überhaupt, mit den normalen äh, mit der normalen Anstieg des Goldpreises überhaupt mithaben. An dem Punkt macht es dann mehr Sinn, Gold und Silber zu besitzen. Nichtsdestoweniger, das ist dann mit dem Faktor 4 gemeint, nochmal die finale Preisspitze. Und mit der 50 ist gemeint, ab irgendeinem Punkt muss man dann reinvestieren. Top-Standard-Aktien, sonst was, die man für absolute Pennies unsere Dollar versuchen zu kaufen. Das heißt, nach dieser Logik, auch wenn das fantastisch aussieht, jetzt in Goldaktien, wie gesagt, mehr Gold und Silber und dann reinvestieren, würde dann langfristig, vielleicht so in 15 Jahren, 1 Million Dollar heutige Kaufkraft generieren. Und wenn man sich so vorstellt, gerade sicherlich in der Rentendiskussion und sonst was, dieses Prinzip, dieses Investieren in Ereignisketten gab es ja auch früher. Man hätte ja auch zum Beispiel Goldaktienbullenmärkte früher ausnutzen sollen, man zum Beispiel dann die Anteile von Berkshire Hathaway dadurch steigern können. Das heißt, natürlich ist es im Rückblick immer leichter, aber so ungefähr wird es auch schon ablaufen. Jetzt nehme ich mal an. Ja, wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu sortieren. Ja, Exit-Strategie ist auch mit bei. Finden Sie weitere Informationen bei mir unten im YouTube-Video. Ja, Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft Sachwert des Unternehmens für jederzeit in Gold und Silber kommt, sind sehr zuverlässig. Das wird, wie gesagt, in Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Und ja, man kann sich doch ganz gut beraten lassen. Die haben da sehr freundliches Team, das sie berät. Ja, ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht getan haben. Vielleicht auch ein Like hinterlassen, denn das unterstützt sozusagen den YouTube-Algorithmus. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.